Herr Wutscher, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Interview. Sie waren als Generalsekretär im Umweltministerium tätig, Sie waren Vorstand bei Rewe Österreich und sind jetzt seit 10 Jahren als Business Angel aktiv. Was ist Ihre Perspektive über diese verschiedenen Schritte Ihres Arbeitslebens auf das Thema Nachhaltigkeit? Das Spannende daran ist im Grunde genommen die unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen. Wir sind ja eigentlich gewohnt, von der Wiege bis zur Bahre im Grunde genommen immer im selben Silo zu bleiben und damit quasi sich in der Tiefe, in der Expertise weiterzuentwickeln. Hat sich über diese lange Zeit etwas aus Ihrer Sicht geändert, was das Thema Nachhaltigkeit oder auch das Thema Verantwortung betrifft? Als jemand, der die österreichische Delegation in Johannesburg für den Weltgipfel zur Nachhaltigkeit geleistet hat, war das damals schon zum Teil ein Exotenthema. Es war zwar sehr hoch auf der politischen Agenda, wenn ich mich da erinnere an Monterrey mit Entwicklungshilfe, auch dann an die gesamten Chemikalien-Themen, die wir da intensiv behandelt haben. Aber es war zum Teil schon ein Spezialistenthema. Und ich glaube, mit den SDGs und damit auch quasi dem Commitment auf höchster politischer Ebene haben wir heute ein Niveau erreicht, wo das international absolut als Orientierungspunkt auch für die Wirtschaft gilt. Also früher war es ja eher aus der Verwaltungsperspektive und aus der Policy-Perspektive, glaube ich, ein Thema. Aber ich glaube, dass es heute auch bei den Unternehmen angekommen ist, vor allem bei Unternehmen, die in internationalen Wertschöpfungsketten tätig sind. Und das sind auch in Österreich eigentlich schon die Mehrzahl, wie wir wissen, weil wir sind exportgetrieben. Inwieweit ist das Thema Nachhaltigkeit und Verantwortung auch ein Thema für Startups? Ist das ein Kernthema, aus dem man die Startup-Idee heraus entwickelt? Ist das eine Nebenbedingung, die man auch noch irgendwie erfüllen muss? Oder ist es für viele Startups eigentlich egal, weil die mit ganz anderen Themen kämpfen? Zum Teil ist natürlich die Startup-Welt eine Welt, die getrieben ist. Am Speedboat geht es nicht um langfristige Planung, sondern es geht darum, wie mache ich den nächsten Schritt. Es geht ja darum, wie kann ich ein Geschäftsmodell finden, mit dem ich nachhaltig werden kann. Damit haben wir da viel, viel mehr Spontanität, Druck und Tempo. Aber es sind 2 Punkte, die, glaube ich, in dieser Diskussion wichtig sind. Der eine ist, dass wir sehr, sehr viele junge Gründer sehen, oder auch nicht nur junge Gründer, das ist ja ein falsches Klischee. Wir haben heute sehr, sehr viele Gründer, die einfach auch nach oder neben einer beruflichen Karriere beginnen, ein Unternehmen zu starten, dass diese Gründer sehr stark purpose-getrieben sind, also sehr stark sinngetrieben sind. Und ich muss gar nicht in den ganzen Bereich der Social Entrepreneurship schauen, aber wir haben heute eine Vielzahl an Initiativen, wo man versucht, unternehmerisch auch gesellschaftspolitische Probleme anzusprechen und zu lösen. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, wo Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt, ist im gesamten Investmentgeschehen selber. Wenn ich vergleiche, wir sind global tätig. Silicon Valley ist der Narrative ein vollkommen anderer, als er bei uns eigentlich passen würde. Sie haben dort eine Investmenttätigkeit mit sehr, sehr viel mehr Risikokapital als bei uns, aber wo sie eben in eine Vielzahl von Startups investieren und schauen, welchen Markt wollen sie aufbrechen. Und dann wird eines zum neuen Uber oder zum neuen Airbnb und dann sind sie Milliardär. Dieses Modell funktioniert eigentlich in Europa nicht, weil wir einerseits nicht so viel Risikokapital haben und andererseits noch eine ganz andere Unternehmenskultur haben. Wir haben sehr, sehr viele KMUs, Mittelstand, die produzierend sind, die tätig sind, die aber nicht gewohnt sind zu investieren. Verstehe ich das richtig, dass das also heißt, dass nicht Europa dem Modell Amerika, Silicon Valley nachlaufen sollte, sondern sein eigenes Modell entwickeln? Der Grundnarrativ müsste ein anderer sein. Es geht nicht darum, immer nur zu investieren, die tollsten Stories zu erzählen, sondern eigentlich geht es doch auch darum, Kooperationen zu entwickeln, die bestehende Geschäftsmodelle, wenn ich an unsere Zulieferindustrie in der Automotive denke, wenn ich an unsere Anlagenbauer denke, da entsprechend die Geschäftsmodelle zu innovieren, weiterzubringen, weiterzuentwickeln. Den Startup bringen sehr nahen Kontakt zu den Kunden, bringen im Grunde genommen eine Unmittelbarkeit vom Markt, die die traditionellen Spieler nicht kennen. Und ich glaube, da Kollaborationen zu entwickeln und Kooperationen zu entwickeln,
könnte ein extrem spannendes Modell sein, wo es auf beiden Seiten Gewinner gibt. Das heißt, es geht nicht um die Schaffung wirklich starker neuer Venture Capital-Geber, es geht ums Öffnen bestehender großer Unternehmen, die sich offene Kooperationen gegenüber zeigen müssten. Ich glaube, dass die Kooperationsfähigkeit eine der Schlüsselkompetenzen für die Bewältigung der Zukunft sein wird. Und die größte Grund für das Failure oder für das Versagen oder das Nicht-Zustandekommen von Kooperationen ist nicht die Technologie und sind nicht operative Fragen, sondern sind kulturelle Fragen. Und ich glaube, da ist eigentlich der größte Handlungsbedarf, weil abseits vom Flying Startup Circus, der uns da so vorgeführt wird, wo alle happy sind und sicherlich viel an Kreativität und Inspiration passiert, aber wenn es wirklich darum geht, Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln, muss ich mich auf eine ganz andere Ebene begeben, muss ich schauen, dass ich ein Level Playing Field herstelle und muss ich versuchen, zum Teil konzernale Strukturen aufzubrechen. Und in der Literatur, und es gibt ganz viel Beweis dafür, dass Startups mit familiengeführten Unternehmen leichter kooperieren können, dass sie hier Innovation eher hineinbekommen, wie bei Großkonzernen, die eben durch Compliance und anderen Themen vollkommen risikoavers sind und damit nicht weiterkommen. Und es gibt kulturelle Unterschiede, die auch wirklich offensichtlich sind. Also wenn Sie heute, ich war ja selber in der Lebensmittelbranche, wo Marktanteil und Konkurrenzkampf das große Dogma und die bestimmenden Treiber sind, und dann müssen Sie heute sich unter Umständen oder sollen sich an einem Startup beteiligen, wo Sie nur mehr 5% bekommen, wo Sie am besten keine Exklusivität dafür fordern, weil das überhaupt keinen Sinn mehr macht. Das ist ein vollkommen anderes Mindset. Sehen Sie da Unterschiede zwischen den verschiedenen Branchen? Gibt es irgendwelche Branchen, die hier schon besonders offen sind? Es ist jetzt merkbar, dass Unternehmen sehr dazulernen. Also wenn ich vor 5 Jahren immer noch erlebt habe, dass die Beteiligungsrichtlinie mindestens 51% Beteiligungserfordernis bei einem Startup vorsieht, was lächerlich ist, weil dann kann ich den Gründer gleich anstellen. Warum soll der 36 Stunden am Tag laufen, wenn die Hälfte der Firma schon jemand anderen gehört? Sehe ich heute sehr viele Unternehmen, die bereit sind, bei 5% ohne Exklusivität sich zu beteiligen, weil sie wissen, sie kriegen damit Innovation. Leo Tolstoi beginnt seinen Roman Anna Karenina mit den Worten: Alle glücklichen Familien sind gleich, alle Unglücklichen sind es auf besondere Art und Weise. Gilt das auch für Startups? Ja. Sind alle glücklichen Startups in irgendeiner Form gleich und machen die Fehler machen, ihre ganz persönlichen Fehler? Ein guter Vergleich, denn im Grunde genommen bei der Frage beim Aussuchen des Startups oder beim Identifizieren stellt man relativ bald fest, dass es ums Team geht. Wie überall im Leben, es geht um die Menschen. Also es ist ja immer lustig, man glaubt sozusagen auch dann beim Investment oder so geht es ums Geld, eigentlich geht es immer nur um die Menschen. Und der Schlüssel ist, und ich glaube, wir führen eine Liste, so ungefähr über 4000 Startups in den letzten 8 Jahren gesehen und mit ihnen gearbeitet, ist im Grunde genommen dieses Team. Und da werden Sie relativ bald feststellen, dass Sie das schwer beziffern können oder auch beurteilen können. Das ist keine KPI-Frage. Aber wenn das Team sehr gut auftritt, harmonisch ist, dann ist das eigentlich eine sehr, sehr tragfähige Basis für eine nachhaltige Entwicklung und dass man da auch weiterkommt. Und der zweite Punkt ist ein ganz lustiger, nämlich die Beratungsresistenz. Es gibt Startups, die super toll auftreten und alles wissen und total alles schon sozusagen durch Speech-Training schon die Welt zerreißen. Und dann hat es auch keinen Sinn, mit ihnen weiterzureden. Weil sie brauchen natürlich schon die Bereitschaft, sich einzulassen auf einen Prozess, der manchmal offen ist, weil man nicht genau weiß, ob man dem Klienten jetzt was verkaufen wird oder ein Joint Venture für eine Entwicklungspartnerschaft herauskommt oder auch andere Formen der Kollaboration. Sind jetzt Startups, die im Bereich Gesellschaft oder Umwelt ihren Fokus haben, also Social Entrepreneurs, und andererseits Unternehmen, die sich besonders zum Thema Nachhaltigkeit engagieren, eine besondere Art von Kooperation? Finden die sich anders oder ist es so wie bei allen anderen Unternehmen auch? Oder haben die durch diese geteilten Werte eine besondere Brücke, eine besondere Qualität? Das ist ganz lustig. Durch meine Nachhaltigkeitsaffinität bin ich natürlich schaue ich immer da sehr genau hin und ich sehe da 2 Entwicklungen. Die eine ist, dass aus der Sicht der Business Angel das ziemlich wurscht ist. Also ich erlebe bei ganz vielen Pitches, auch bei uns in der Austrian Business Angel Association, da sind bei den 5 Startups meistens 2, 3
jetzt Social Entrepreneure dabei, würde ich sagen. Aber das ist den Business Angel ziemlich egal. Wenn Ihnen die Geschäftsidee gefällt, dann investiert er in das. Und dann gibt es den zweiten ganz großen Bereich, wo das wirklich verschwimmt, weil einfach zum Beispiel ein Unternehmen sagt, wir brauchen eine neue Verpackungslösung. Oder weil einfach ein Unternehmen sagt, wir brauchen im Bereich der Mitarbeiterführung jetzt eine Gamifizierung unserer Prozesse, weil wir unsere Leute schon lange nicht mehr abholen. Und dann ist es vollkommen wurscht, wohin es gehört, sondern es ist sozusagen wirklich die Antwort auf den Need da. Also es wird wirklich ein Problem gelöst, was für jedes Startup der Schlüssel ist. Die erste Frage, die ich immer stelle, ist, welches Problem löst du? Wie kannst du das darstellen und ist das wahr? Weiß das der Markt von dir oder tust du da in deiner Stube sitzen und Förderungen verbrauchen? Also das ist der Schlüssel. Und das ist eigentlich der Bereich, der auch immer stärker wird, wo es jetzt von Startup oder im Chemikalienbereich, also wir haben letztes Jahr mit sehr vielen Chemikalien-Startups gearbeitet, wo ganz konkrete Fragestellungen zu Enzymen, zu alternativen Farbstoffen, Antworten da sind im Green Chemistry-Bereich und die Industrie, die einfach nachfragt und nicht sagt, ist das jetzt ein Social Entrepreneur oder nachhaltig oder nicht, sondern ich habe das Thema und ich brauche da eine Antwort. Die Kooperation mit Startups wird ja auch häufig als Hoffnung gesehen, um Unternehmen dynamischer und innovativer zu machen. Also eigentlich auch mit Disruption in Verbindung gebracht. Ist das eine realistische Hoffnung oder liefern Startups in der Regel auch inkrementelle Innovationen oder primär inkrementelle Innovationen? Wenn es wirklich darum geht, sozusagen zum Beispiel Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln, dann muss es gelingen, eine Verzahnung zustande zu bringen. Was meine ich damit? Dann muss es eigentlich gelingen, dass die Experten oder das Mittelmanagement wirklich in der Lage ist, mit den Startups zu arbeiten und an den neuen Lösungen zu basteln. Und das ist sozusagen ein herausfordernder Prozess, wie jeder Change-Prozess per Definition, aber es kann extrem viel an Wirkung bringen. Wenn es um den Anspruch geht der echten Disruption, dann ist es zum Teil wirklich ein Rosshandel, weil das Startup nie leisten kann und weil es auch sehr unfair gegenüber der eigenen Mannschaft ist. Denn wenn ich mein Berufsleben lang traditionell konditioniert bin auf einem Markt mit vielleicht noch den dortigen kulturellen Eigenheiten und dann soll ich super innovativ und kreativ sein, da kann ich noch so viel Design Thinking machen, das wird nicht fliegen. Sondern es geht eher um spielerische Ansätze und dazu sagen, ich baue mir ein Speedboot, ich nehme einen Teil meiner Mannschaft, 3, 4 Leute aus unserem Haus und wir nehmen von draußen Experten dazu und wir probieren das sozusagen wirklich in einer anderen alternativen Form. Das sehe ich immer mehr. Aber bei Disruption muss man sehr vorsichtig sein, das ist einfach nicht fair gegenüber den Startups und zum Teil auch nicht der eigenen Mannschaft zu glauben, wenn ich mich da jetzt mit einem Startup zusammentue, kann ich gleich ein neues Geschäftsmodell entwickeln. Das erfordert ein bisschen mehr intensivere Arbeit. Auf europäischer Ebene wird das Konzept der verantwortungsvollen Innovation, Responsible Innovation, seit einigen Jahren nicht nur diskutiert, sondern auch intensiv gefördert. Inwieweit ist verantwortungsvolle Innovation jetzt im Kontext von Startups und von Business Angels ein Thema? Ich glaube, es ist ein extrem wichtiges Thema, weil wir natürlich in dem Feld, wo es um die Gründung neuer Unternehmen geht, auch natürlich in einem sehr, sehr umkämpften Feld sind. Und die Frage ist, mit welchem Anspruch ich hier hineingehe. Und wenn ich als Business Angel versuche, dem Gründer in der ersten Runde 45% seiner Anteile abzunehmen, was jetzt in Österreich Gott sei Dank nicht mehr vorkommen wird, aber ich am Anfang meiner Zeit durchaus erlebt habe, dann sind das extrem wichtige Fragen von Integrität und ich glaube es aber auch nachhaltig. Integrity ist eine Schlüsselfrage in jeder Geschäftsbeziehung, ist ganz wichtig. Und da kommt schon dazu, dass in manchen Startup-Hubs, ich denke an Tel Aviv, auch Silicon Valley, natürlich ist da immer eine Wette dabei. Natürlich ist da ganz viel Unsicherheit dabei. Und natürlich muss ich Entscheidungen treffen ohne eine Due Diligence und 7 Jahre Bilanzen und Discounted Cashflow und sonstiges, weil das einfach nicht da ist. Also natürlich ist da auch zum Teil ein bisschen Bluff dabei und auch ein bisschen Glauben, ob das jetzt fliegt. Aber das trotzdem sozusagen auf eine realistische Basis zu stellen, ist ganz wichtig, weil sonst platzen diese Blasen. Das haben wir schon einmal erlebt und das kann uns auch wieder passieren. Also ich glaube, hier die Frage von Nachhaltigkeit, von Verantwortung hereinzukriegen, wäre extrem spannend und auch spannend für den, wenn Sie so wollen, Finanzplatz
Europa, weil wir uns da ein bisschen abheben könnten von dem doch sehr toughen Finanzplatz, wie ich ihn in Asien erlebe, in Mumbai oder in Singapur oder auch in Amerika. Über welche Mechanismen könnte Verantwortung hier in diesen Finanzplatz gebracht werden? Geht es da nur um Bildung und Awareness-Raising oder über welche Mechanismen sonst könnte man das machen? Ich glaube, dass es durchaus auch schlüssig oder sehr intelligent wäre, über einen Code of Conduct nachzudenken, zum Beispiel für Business Angels, unter welchen Terms hier auch investiert wird, der auch eine bestimmte Verbindlichkeit und Vorbildcharakter hat. Das halte ich durchaus für ein sinnvolles Instrument der Selbstverpflichtung. Das kennen wir auch aus anderen Bereichen. Inwieweit ist das Thema gesellschaftliche Folgewirkungen einer Innovation auch relevant im Venture Scouting, auch relevant, wenn ein Unternehmen in ein Startup investiert? Nehmen wir irgendein Beispiel, dass ein Unternehmen als Startup eine Technologie entwickelt, die vielleicht einen Zweitrundeneffekt hat, der gesellschaftlich extrem unangenehm ist. Trotzdem könnte es am Markt erfolgreich sein. Wo kommt da die gesellschaftliche Akzeptanz, die ethische Akzeptanz und die gesellschaftliche Gewünschtheit hinein? Ist das ein Thema bei diesem Vermitteln oder kommt das dann später erst? Ich glaube, ich sehe das durchaus differenziert, weil wir ja in Europa schon, und das sehe ich in vielen Bereichen, einen ganz anderen Zugang zur Technologie haben, als ich ihn zum Beispiel in Afrika erlebe. Ja, also wir scouten ja manchmal afrikanische Startups, weil sie dort durch Frugal Innovation, das heißt, weil einfach dort viel billigere Lösungen gemacht werden, weil sie für einen anderen Markt produzieren müssen, die aber durchaus interessant sein können. Ja? Oder in Afrika kann es durchaus interessant sein zu scouten, weil die Menschen dort den Laptop ausgelassen haben und die Mobile Penetration viel, viel höher ist, auch bei den Konsumenten und den Usern. Und was ich schon sehe, ist, dass wir in Europa insgesamt eine sehr starke Technologiefeindlichkeit insgesamt haben. Nehmen Sie die Drohne. Die Drohnen im Kontext Afrika ist überhaupt kein Thema, weil dort liefern die Medikamente einfach aus. Ich sehe schon das sehr zweigeteilt. Ich sehe, dass manchmal eine Aversion zum Teil da ist und dass wir bei bestimmten Themen extrem auf der Bremse stehen, was zum Teil auch viel Entwicklung nimmt. Ja. Klassisches Beispiel für mich ist die Gentechnologie, wo wir im Grunde genommen uns einfach rausgekippt haben, ja, in Europa zum Teil und damit auch extrem viel übersehen an positiven Dingen, die da laufen. Die zweite Seite ist sozusagen das Zusammendenken und das, muss ich ehrlich sagen, findet wenig statt, weil natürlich sozusagen eine ganzheitliche Sicht manchmal auch schwer zu bewältigen ist, weil es halt das einzelne Geschäftsmodell gibt, das das dann im Grunde genommen vorantreibt und manche Folgen auch noch schwer abschätzbar sind. Aber ich glaube, dass da sozusagen dann ein Diskurs darüber extrem wichtig ist. Positive Beispiele sind für mich zum Beispiel die aktuelle Diskussion über die Datenschutzverordnung oder auch jetzt die Regelung des Urheberrechts. Ich glaube, das ist der EU nur passiert. Ich glaube, das ist ganz so planerisch, also vor allem beim Urheberrecht. Aber das ist ein extrem positiver Faktor, weil man sieht, dass zum Beispiel der Datenschutz, was für mich so ein Thema ist, wo wir unendlich hineinschlittern, ja, wo wir überhaupt noch nicht wissen, was das gesellschaftspolitisch heißt und auch leider wenig Diskurs darüber stattfindet. Wir reden immer nur über die Technologie, aber was da dahinter sozusagen wegbricht oder Neues auftut sich, da ist ganz viel Neuland, da ist ganz viel Terra Incognita. Ja. Das ist so für mich so ein Beispiel. Ich glaube, dass da dann Regulierung durchaus gescheit ist und Not tut. Aber diesen Spagat zu halten, ist gar nicht so einfach. Sie haben selbst erwähnt, dass Sie rund 4.000 Startups in den letzten Jahren kennengelernt haben. Wir beschäftigen uns in dem Projekt Living Innovation mit dem Thema Smart Home und Smart Health. Ist das ein interessantes Segment, wo viele Startups unterwegs sind? Na, vor allem der letztere Punkt, Smart Health, ist derzeit ein explodierender Bereich. Auch wenn Sie sich anschauen, in was investiert wird in Europa, ist das eines der großen Targets, in die derzeit investiert wird, weil sich natürlich sozusagen durch die Digitalisierung in der Kommunikation, in der Analysefähigkeit oder den Analysetools für Menschen sich derzeit eine Revolution abzeichnet. Ja? Und da ist, glaube ich, extrem viel derzeit auch an Möglichkeiten da. Zum Teil sind es Technologien, die aus anderen Bereichen hereinkommen. Bei Smart Home sehe ich ein bisschen eine Abkühlungsphase, weil einfach teilweise
da zwar der Convenience-Gedanken da ist, aber das zum Teil übertrieben wurde. Weil was nutzt Ihnen, wenn Sie dann alles Mögliche mit Ihrem Smartphone steuern oder aus- oder einschalten können, wenn das im Grunde genommen nicht in den normalen Ablauf hineinfällt. Also ich glaube, da ist ein bisschen ein Tal derzeit, weil eine Ernüchterung eingekehrt ist von der Akzeptanz. Das ist ja zum Teil eine Spielerei für technische Nerds, aber die wirklichen Use Cases sind da manchmal sehr an den Haaren herbeigezogen. Und was ich oft erlebe, rein technologisch argumentiert. Also ich glaube, dass diese soziale Komponente bei neuen Geschäftsmodellen und Lösungen eine Schlüsselfrage ist. Und wenn es noch so toll ist und die Technologie nur so ausgefeilt ist, nutzt es überhaupt nichts. Anders sehe ich es im Digital Health Bereich, weil da natürlich auch sozusagen jetzt auf der volkswirtschaftlichen Seite die Kosten also sehr hoch auf der Agenda sind. Also ich glaube, da sind wir am Anfang und da wird es noch ganz spannend sein. Und da, glaube ich, wird es auch viele ethische Fragen geben, weil sie sehr am Menschen sind und damit auch viel an Klärungsbedarf da ist. Welche Arten von Unternehmen würden in solche Startups jetzt investieren? Große Elektronik- oder Gesundheitsunternehmen? Wer investiert in Gesundheit? Ganz stark Versicherung. Also die Versicherungsindustrie ist da extrem dahinter, wirklich quasi Daten zu generieren und zu lernen und für das Wohlbefinden der Leute auch dann zu investieren, aber das besser zu begleiten zu können. Und dann haben sie die klassische Health Industry. Ich bin selber an einem Startup beteiligt in Kuala Lumpur, wo es ein Arztbuchungssystem gibt. Also in allen Ländern, wo das Gesundheitswesen stärker ökonomisch getrieben ist das ein extrem wichtiges Thema. Ja, also das ist ganz spannend derzeit, dass da ganz neue Akteure teilweise auch auftauchen, um in diesen Bereich zu investieren. Wenn jemand eine innovative Idee hat im Bereich Smart Health oder auch Smart Homes, was wären so Ihre 3 Tipps an jemanden, der sich überlegt, ein Startup zu gründen? Das lässt sich eigentlich auf einen Tipp zusammenfassen. Der Schlüssel ist wirklich klar, den Nutzen in dem Fall für den Patienten herauszuarbeiten. Also wo ist wirklich sozusagen der Nutzen für den Konsumenten sichtbar zu sehen, ja, ob das jetzt eine Analyse, ein Diagnosetool ist oder was auch immer. Aber ich glaube, das ist eine Schlüsselfrage bei jedem Startup, dass wirklich sozusagen der Need da ist. Das kann dann entweder Lust sein oder Pain, aber in Wahrheit muss es mir gelingen oder muss ich ganz klar adressieren können, welches Problem ich lösen kann. Das muss ich noch gar nicht einordnen können in die Supply Chain. Die Wertschöpfungskette, Analyse, das können dann wir gemeinsam machen, aber er muss am Anfang wirklich sozusagen dieses Problem klar adressieren können und die Lösung adressieren zu können. Sind es eher die einzelnen genialen Gründer oder sind es Teams, die erfolgreiche Startups gründen? Auch eine sehr, sehr wichtige Frage. Eigentlich sind es Teams, weil ein Startup natürlich durch viele Krisen geht. Also jeder, der glaubt, das ist so super und das immer dann die berühmten Geschichten, wo es dann immer nur nach oben geht, ist natürlich ein Holler. Ja. Es geht in großen Wellen nach oben und es gibt, als Business Angel muss man sehr oft als Coach auftreten und durch viele Krisen durchbegleiten. Da ist es manchmal besser, ein Team zu haben. Also 2 oder 3 Leute, die sich dann die Börden scheren können und dann gemeinsam das durchtragen. Aber das ist auch nicht absolut, weil es kann manchmal ein sehr, sehr guter Forscher sein, der aber sehr offen ist. Und wir haben immer wieder erlebt, dass in der Summer School, wenn man den eine Woche Entrepreneurship wirklich gut beibringt, da die Knöpfe aufgehen und die Leute auch sozusagen sehr, sehr viel annehmen. Also ich glaube, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist nur, dass er sich was sagen lässt. Das ist eigentlich eine Schlüsselfrage, dass er in der Lage ist, zuzuhören und auch dann Schlüsse zu ziehen und nicht zu glauben, er muss eine bestimmte Sturheit haben, weil er einfach lange gehen muss und viele, viele Rückschläge übertauchen muss oder leider haben wir viel zu wenig Frauen, viel zu wenig Frauen. Aber am Ende des Tages muss er sich was sagen lassen und dann kann das funktionieren. Und daher kann man sozusagen auch das nicht verabsolutieren. Aber es gibt Investoren, die zum Beispiel Teams bevorzugen. Danke für das Gespräch. Super, vielen Dank.